Die Kinder quengeln im Stau, du hast Langeweile oder willst einen Spieleabend für Freunde vorbereiten? Dann zeige ich dir heute, wie dich ChatGPT dabei unterstützt. Ich bin Kathi und ich zeige dir, wie einfach die Welt der künstlichen Intelligenz ist. In einfachen Worten und mit Beispielen aus deinem ganz normalen Alltag. Schauen wir uns heute doch einmal an, wie du mit ChatGPT ganz einfach Spiele kreieren kannst. Spiele mit Wörtern, humorvolle und kreative Spiele, Denksport und Rätselspiele. Ich gebe dir Tipps, wie du wirklich gute Spiele kreieren kannst und habe zum Schluss einen Prompt für dich, den du benutzen kannst, um dir deine ganz eigene lange Spielliste mit Ideen zu kreieren. Du erreichst ChatGPT im Internet unter chatgpt.com oder aber per App auf deinem Handy oder Tablet. Legen wir gleich los und widmen uns der ersten Kategorie, der Spielen mit Worten. Viele dieser Spiele kennst du bestimmt aus deinem Freundeskreis oder aber wenn du tatsächlich mit Kindern unterwegs bist im Auto und es ziemlich langweilig wird, dann wird man da sehr kreativ. Lass uns aber mal schauen, wie du sowas, wenn du alleine bist, mit ChatGPT spielen kannst. Fangen wir doch mal an mit dem ersten Spiel, mit einem Wortkettenspiel. Und dazu gibst du einfach bei ChatGPT ein, lass uns ein Wortkettenspiel spielen. Und du siehst, ChatGPT macht den ersten Vorschlag und jetzt musst du einfach nur antworten und so geht es immer dahin, bis gegebenenfalls einem nichts mehr anfällt. An dieser Stelle kannst du aber auch sagen, nimm ganz schwierige Worte oder nimm nur Tiere oder nimm nur Worte mit 6 Buchstaben, um das Ganze ein bisschen intensiver und spannender zu machen. Schauen wir uns ein zweites Beispiel an und nehmen nochmal das Thema 20 Fragen. Ich denke mir etwas aus, du darfst mir bis zu 20 Ja-Nein-Fragen stellen, um es zu erraten. Und auch hier steigt ChatGPT sofort darauf ein und jetzt kannst du das einfach durchspielen, ja, nein, und mal schauen, ob er auf den Begriff, den du dir ausgedacht hast, tatsächlich kommt. Mit dem dritten Beispiel vertreibe ich mir sehr gern die Zeit. Das ist das kreative Geschichtenschreiben. Lass uns gemeinsam eine Geschichte schreiben, abwechselnd in 1 oder 2 Sätzen. Und hier ist deiner Kreativität jetzt keine Grenze gesetzt. Gehe auf die Vorschläge ein, die ChatGPT macht, wechsle doch mal die Richtung und schau doch mal, wo deine Geschichte dich hinführt. Auch hier kannst du deine Anweisung die Richtung steuern. Sage dann ganz einfach, es soll entweder kindgerecht sein oder es soll gruselig sein. Vielleicht möchtest du einen Krimi oder aber auch eine Liebesgeschichte schreiben. Werden wir in der zweiten Runde doch mal etwas kreativ und lassen uns von ChatGPT eine lustige Geschichte schreiben. Erfinde eine lustige Geschichte mit den Wörtern Katze, Schokolade und Raumschiff. So wie wir ChatGPT kennen, schreibt er jetzt eine Geschichte, die du lesen kannst, wenn du in Gesellschaft bist, vorlesen kannst, wenn du aber auch alleine bist und gerade unterwegs bist und Lust auf einen Podcast hast, lass sie die doch einfach von ChatGPT vorlesen. Die galaktische Schokoladenkatze. In einem zweiten Beispiel in dieser Kategorie fragen wir ChatGPT doch einfach mal, was wäre, wenn Dinosaurier noch leben würden? An dieser Stelle schreibt er zwar keine Geschichte, gibt aber doch eine interessante Übersicht über die Auswirkungen, wenn das so wäre. In unserem dritten Beispiel machen wir mal etwas anderes und nutzen nicht die Worte, sondern Emojis und sagen doch ganz einfach, ich beschreibe etwas nur mit Emojis und du musst es erraten. Jetzt überlegst du dir einen Begriff, gibst die Bilder dazu ein und startest mit ihm wieder ein lustiges Ratespiel und schaust mal, was dabei rauskommt. Und ich sage, bei mir hat es nicht erraten. Schauen wir uns ein paar Beispiele zu den Logik- und Denksportspielen an und beginnen einfach mal mit einer kurzen Logikfrage. Stell mir ein kniffliges Logikrätsel. Hier kommt das Rätsel und jetzt kannst du anfangen zu überlegen, was kann es wohl sein und wie löse ich es. Du kannst ihm aber auch an dieser Stelle ganz genau sagen, wie du es haben willst. Willst du es schwer haben, willst du es für Kinder haben, was immer du gerade brauchst. Ein nächstes Spiel ist Escape Room. Spiel doch mal mit ChatGPT Escape Room und schau, ob du dich befreien kannst. Auch hier gibt ChatGPT dir eine Umgebung vor, beschreibt dir einen Raum und fragt dich, was du als erstes machen willst. Wenn du keine Lust hast auf den Raum, den er dir gibt, dann sag ihm einfach in deinem Prompt, was du machen willst. Möchtest du in einer Bibliothek sein? Möchtest du in einem Labor sein? Sodass er sich darauf vorbereiten kann und dir die richtige Umgebung und den richtigen Spaß liefern kann. Kannst du dir vorstellen, mit ChatGPT Schach zu spielen? Auch das ist möglich. Spielst du gern Schach und hast gerade keinen Partner? Dann versuch's doch mal. Unglaublich, oder? Ich finde das echt witzig und ich muss sogar hin und wieder aufpassen, dass ich gerade bei dem kreativen Geschichtenschreiben nicht die Zeit vergesse. Willst du wissen, wie ChatGPT deinen Alltag dir noch erleichtern kann? Dann schau doch einfach mal unten in die Beschreibung. Da habe ich dir ein Dokument verlinkt, was du kostenlos herunterladen kannst.
In dem Dokument findest du eine kurze und einfache Einführung in das Thema ChatGPT sowie kostenlose Prompts aus 9 Lebensbereichen mit jeweils 2 Themengebieten, die du einfach nur kopieren musst, damit du sofort loslegen kannst. Erzähl mir doch gerne in den Kommentaren, wie du damit zurechtkommst und ob dir ein Thema fehlt. Jetzt aber schnell ein paar Tipps, wie du wirklich gute Spiele kreierst. Sei konkret, aber offen. Sag also, mit wem und wie du gegebenenfalls spielen möchtest, lass aber auch Raum für Kreativität bei ChatGPT. Nenne das Ziel des Spiels. Willst du lachen, raten, kreativ sein oder gemeinsam knobeln? Dann sag's ihm. Lass dir doch gleich die passenden Prompts mitgeben. Also sage nicht nur den Spielnamen, sondern auch, wie starte ich das Spiel, dass das Ganze schon mal ins Laufen kommt. Bitte doch einmal um außergewöhnliche und ungewöhnliche Ideen. Trau dich, ChatGPT mal herauszufordern. Nutze das Spiel mit ChatGPT als Einstieg in etwas Neues. So zum Beispiel, welche Quizspiele kann ich mit meinem Partner spielen, um etwas Neues übereinander zu lernen. Mit all diesen Dingen hast du es also selber in der Hand. Spielst du mit Wörtern, willst du Logik- und Denksportaufgaben, willst du was Kreatives haben und auf welche Richtung, mit wem und in welchem Schwierigkeitsgrad. Zum Schluss jetzt noch etwas Praktisches, wie versprochen. Falls du nicht der große Spieleerfinder bist, so wie ich, dann lass doch einfach ChatGPT kreativ für dich sein. Erstelle mir eine Liste mit 10 lustigen Spielen, die ich mit dir spielen kann. Gib zu jedem Spiel den passenden Prompt und damit ich sofort loslegen kann. Jetzt bekommst du von ChatGPT eine Liste mit verschiedenen Spielvorschlägen und den Prompts, die du anwenden kannst, um das Spiel zu starten. Diese musst du jetzt nur noch personalisieren, wie du das ja gerade schon gesehen und gelernt hast. Du siehst, Langeweile war gestern, weil jetzt kannst du dir mit ChatGPT jederzeit die Zeit vertreiben. Probier es doch gleich mal aus. Oder hast du schon ausprobiert? Dann schreib es mir doch gerne in die Kommentare. Was spielst du denn so mit ChatGPT? Hat dir mein Video gefallen? Dann lasse gerne ein Like da und abonniere meinen Kanal mit Glocke, damit dir keiner der nützlichen Tipps mehr entgeht, indem ich dir zeige, wie dir ChatGPT das Leben erleichtern kann. Für heute sage ich Danke und Tschüss.